arbeitet gerne, solange ihr möchtet, mit einer Welt von außen, solange ihr daran glaubt, dass es ein Außen gibt. Kommt aber bitte irgendwann in eine erwachsenen Engelsvernunft zurück. Wachst aus den Kinderschuhen von Opfertum und der andere hat mir das Spielzeug geklaut, endlich heraus und übernehmt Verantwortung und erkennt, dass alles eure Energie ist. Nicht nur als Mensch, sondern als Seele. Alles, was ihr in eurer Realität erfahrt, existiert in euch als Seele. Und seht es wirklich, wenn ihr die Zeitungen mal durchschaut. Schaut die Zeitungen mal durch, einfach aus Interesse. Was erscheint denn in eurer Realität? Und wenn euch eine Überschrift triggert, dann schaut da mal hin. Warum? Und nicht nur die Frage, warum hier in dem Kontext, oh, welches Leben habe ich gehabt, wo das passiert ist. Nein, nein, nein. Warum spielt ihr noch dieses Spiel? Das ist eine ganz simple Frage. Warum? Nicht, warum, was habe ich erfahren, was habe ich so Furchtbares erlebt, was habe ich Furchtbares getan, sondern stellt euch die Frage, warum spiele ich noch Power Games? Warum brauche ich noch dieses Drama? Warum möchte ich noch ständig meine Energien und Frequenzen herunterfahren? Das ist übrigens eines der beliebtesten Spiele in der spirituellen Welt. Das Spiel von Ping-Pong der Frequenzen. Man erhöht die Frequenz und auf einmal wird die Frequenz so hoch, dass man ganz doll unruhig wird und dann muss man sich Drama, Instagram, Facebook oder vielleicht den Nachbarschaftschaft anschauen und dann unbedingt nochmal die Frequenz zu erniedrigen. Es gibt verschiedene Energien und emotionale Zustände, die eure Frequenzen nach unten ziehen. Und das ist Drama, Ärger, Wut, Leugnung, Schuld, Verurteilung und grundsätzlich negatives Denken. Und wenn ihr eure Frequenzen erhöht, ihr geht in die Herzkohärenz, ihr fühlt euch gut und auf einmal fängt das Ego an und packt wieder die Dramawalze aus. Das ist ein Spiel. Das ist ein Spiel. Genau das Gleiche, wenn man sich Überschriften anschaut in einer Zeitung oder in, keine Ahnung, YouTube-Verlauf oder Facebook oder Instagram und ihr bleibt stecken bei Drama und Trauma und seid furchtbar getriggert, dann fragt euch das Spiel die Frage, warum spiele ich dieses Spiel immer noch? Weil ihr müsst nicht hingehen und vergangene Leben heilen. Ihr müsst nicht hingehen und euer inneres Kind heilen. Das Einzige, was ihr tun müsst, ist als der Schlüssel, der ihr seid, zu handeln. Bedeutet, einfach immer wieder entscheiden, nein, dieses Spiel spiele ich nicht mehr. Ich erhöhe meine Frequenz. Ich erschaffe meine eigene Energie. Ich erzeuge meine eigene Energie. Ich liebe mich selbst so sehr. Ich entscheide mich, in meinem Körper präsent zu sein. Ich entscheide mich, Ja zu den Menschen zu sagen, Ja zu der menschlichen Inkarnation zu sagen. Ich entscheide mich, in den Frieden mit mir selbst zu gehen. Ich entscheide mich, keine Negativspiralen mehr zu gehen. Ich entscheide mich für ein Leben ohne Power Games und ohne Agenda. Das bedeutet, ihr müsst lediglich Entscheidungen treffen und dann die Entscheidungen nicht nur von dem Kopf heraus treffen, sondern von eurem Herzen heraus treffen und wirklich die Energien dahingehend fließen lassen. Ihr müsst dazu kommen, die Energien auch fließen zu lassen. Und am effektivsten sind Entscheidungen, wenn ihr sie trefft, dass ihr sie auch wirklich so meint. Und ihr meint eine Entscheidung wirklich so, wenn ihr den Widerstand loslasst gegen das, was ihr seht. Kommt an den Punkt von Frieden mit euch. Es ist okay, dass ihr Kacke gemacht habt in anderen Leben. Es ist okay, dass wenn ihr Mord und Totschlag in eurer Realität findet, und sei es nur in Actionfilmen, dass ihr das auch gemacht habt. Es ist okay, nicht perfekt zu sein. Es ist okay, Fehler zu machen. Das gibt einen Grund, weshalb ich manchmal vulgäre Sprache nutze. Einfach um euch zu zeigen, Spiritualität bedeutet nicht perfekt zu sein.
Spiritualität bedeutet, okay zu sein mit allem, was ihr seid. Deswegen nutze ich manchmal auch vulgäre Ausdrücke, um euch zu zeigen, hey, es kann jemand mit einem extrem hohen Bewusstsein und mit so viel Licht auch mal auf die Kacke hauen, weil ich weiß, dass ich auch das in mir trage. Und ich weiß, dass ihr das in euch tragt. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr euch liebt und auch eure Schattenseiten liebt.